Hallo und herzlich willkommen, hier ist German Television und wir zeigen euch heute mal den PEP Pantiga 550K, Modelljahr-Variante 2023 und das Heck, wie ihr es kennt, mit einem Standard Tabat Multifunktionslicht hier mit drin und die Fahrzeuge bei innen komplett designt, wie man sieht, 2 Stockbetten mit eingebaut, also K steht mit größter Wahrscheinlichkeit für Kinderzimmer und auch hier sieht man also sehr, sehr schön, dass dieses Fahrzeug hier dann über die notwendigen Grundrisse für eine Family verfügt. Also wird wahrscheinlich so sein, dass das Elternbett im vorderen Bereich ist, also im Bugbereich und die 2 Stockbetten dann im Heckbereich und wahrscheinlich wird es auch ein Heckbad geben, das werden wir aber noch sehen, wie das Fahrzeug genau aufgebaut ist. Sandra steht schon mal bereit. Das Ganze hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Da ist sie, wird überrascht. Und man sieht auch hier die extra breite Aufbautüre, die in dem Fall kein Fenster hat. Das Ganze soll ein sehr, sehr cleanes Design haben. Das ist auch absolut gelungen. Und wie man sieht, 32.990 €. Auch hier gute Ausstattung mit drin. GPS-Ortungssystem ist übrigens Serie. Bedeutet, man kann also jederzeit das Fahrzeug auch orten lassen, wenn es mal verloren gegangen sein sollte oder gestohlen wurde. Eine 15 Zoll Alufelge in weiß. Dann die Fenster Glattblech außen. Eine GFK-Dach oben. Also das ist Glasfaser verstärkt. Und unten hat man eine Serviceklappe mit drin. Und die sieht man auch sehr schön. Also man kommt überall von unten auch von außen ran, kann er beladen und das Ganze auch verschließen. Es gibt eine Aktion. Klimaanlage gibt es für gerade mal 1.590 € hier auf der Messe. Und ja, solche Messenaktionen, die kommen. Und es wird ja auch viel bestellt. Es ist eine Verkaufsmesse hier in Düsseldorf. Und das merkt man auch. Es gibt viele Verkäufer. Büros, die besetzt sind, man kann hier aktiv ordern. Das ist nochmal eine Belüftung, also oben sieht man den Bereich vom Dach. Da gibt es Belüftung, Schlitze und Öffnungen, damit auch Feuchtigkeit, die reinkommt, auch wieder rauskommt. Das ist das Wichtigste. Alle Schränke auch hinterbelüftet und was auffällt, ist eine extrem tiefe Tönung. Das heißt also reinschauen von außen nach innen, das geht gar nicht. Ja, eine Truma Heizung hier mit eingebaut, eine Kombi-Heizung. Die macht dann warmes Wasser und Wärme. Kennt man aus dem Wohnmobil. Und hier unten, da sieht man noch ein paar Details, Servicemodule, die man hat, wie zum Beispiel das Toilettensystem. Oder hier eine Standardklappe, wo alle Anschlüsse in einem Ort sind. Also das kennen wir von Knaus. Knaus hat ja das Ganze mit der Serviceklappe, dem Servicemodul eingeführt und so brauche ich nur noch eine einzige Öffnung zu öffnen und habe alles an einem Ort. Hier sieht man schön den Bereich unter dem Bett und den Gaskastenbereich mit Standard-Riffelblech, der hier unten dran ist. Die Kollegin öffnet mal bei allen Seiten 2 Gasflaschen, 11 Kilogramm PEP, im Regelfall ein Induktionskochfeld mit dabei, weil das werden wir uns gleich mal anschauen innen, denn innen drin, da trennt sich dann alles nochmal. Ein ganz neues Design, Pantiga von Tabat. Das sind die Stützen, auf Wunsch auch mit Jumbo, also mit breiteren Auflagen mit drin, aber vielen langt das auch, die liegen vielleicht auch was drunter. Und hier sieht man kann also von vorne bis hinten einmal komplett durchladen, ob das Ski sind oder längere Sachen wie Sonnenschirme. All das kann ich dann problemlos mitnehmen. Und 38.000 € müsst ihr hinlegen für das Modell, wie es hier steht. Und Grundpreis beginnt also etwas über 30.000 € hier bei dem Fahrzeug. Alle technischen Daten kann man dann auf den Displays auf der Messe nachrüsten, aber ihr müsst einfach nur googeln, PEP Pantiga 550K, Fliegenschutzgitter mit dabei und eine breite Einstiegsstufe. Hier sieht man also gerader Möbelbau, man hat also gar keine Runden mehr hier
Ist natürlich, könnte man denken, auch einfacher zu produzieren, aber darum ging es gar nicht. Das Gerundete hat natürlich auch Vorteile. Und es geht aber darum, die Optik ein bisschen klarer zu machen, die Formen ein bisschen klarer. All das ist Pet Pantiga, linke Seite, ganz große Sitzgruppe und gegenüber ist der Kinderspielbereich. Das Besondere ist, dass man diesen Kinderzimmerbereich komplett zurückbauen kann. Das heißt, man kann quasi das ganze Kinderzimmer auch zu Hause lassen. Oder man kann es hochstellen und hat so einfach auch mehr Raum, um sich in dem Wohnwagen bewegen zu können. Große Dusche im Heckbereich mit eingebaut, mit der Toilettenanlage und hier sieht man sehr schön die beiden Stockbetten und hier das Elternbett oder das Bett für die Erwachsenen und die Küche dann daneben. Also das ist hier nochmal der große Bettbereich, den man auch von oben dann beladen kann. So, und da ist die Sandra sitzt schon mal drin. Die Polster auch in einer interessanten Farbe, eine Stoffkombination, Automotiv, also sehr gut zu reinigen mit einem Sichtkeder. Und auch hier die Bettkonstruktion, die kann einfach hochgeklappt werden, sodass man jetzt auch eine Spielwiese hat. Und Sandra probiert jetzt schon mal, das Ganze habe ich auch schon mal bereits durchgeführt. Es wird einfach hochgeklappt, wird anschließend fixiert. Und wenn man weiß, wie es geht, bleibt das Bett auch oben. Ansonsten hat man ein Stockbett und kann das Ganze dann auch zurückbauen. Im Bad ein Klappwaschbecken mit eingebaut und viele Schränke mit Pushlock in dem Fall und viel Stauraum. Das Ganze angepasst natürlich an die Kontur von dem Fahrzeug, dass auch ja kein Raum verloren geht. Ja, und dann habe ich einen Riesenspiegel. Wenn ich also das Waschbecken nicht brauche, kann mich komplett sehen und habe natürlich wieder eine sensationelle Beinfreiheit von irgendwie 2 Metern. Also hier wird jeder seine Beinfreiheit finden. Und Stauraum an der Stelle, wo man ihn braucht. Sandra kann sich auch verschließen, wenn sie zur Toilette gehen möchte. Eine feste Toilettenabtrennung ist mit eingebaut. Die Dusche auch, 1,75 Meter ist Sandra plus Schuhe im Moment. Da habe ich viel Platz und habe eine weitere Tür, die ich von der Dusche von innen dann auch beladen kann. Und das ist natürlich ein nettes Designelement, sodass ich also wirklich jeden Zentimeter hier in dem Wohnwagen genutzt habe. Ja, Sandra ist drin, 1,75 Meter, also auch große Menschen, so um die 1,95 Meter dürften hier reinpassen. Duschvorhang mit drin. Und ja, jetzt ist die Dusche hier fest eingebaut. Macht, glaube ich, auch Sinn bei Kindern, dass man das Ganze auch mit der Dusche versieht. Hier ist nochmal der Bereich Wohnen. Man hat also auch hier die Verkleidung an der Wand. In einem textilen Design hat man das Ganze produziert und auch einige Ablagefächer. Und hier könnte man unter anderem auch einen Fernseher applizieren. Und hier sind nochmal Stauräume unten drunter. Das ist die Leiter für das Stockbett. Und hier Bedienfelder von der CP Plus Kombiheizung der Truma mit iNet in Serie. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch von der Ferne bedienen. Da oben war der Wasserstandsanzeiger und hier ganz normale Schalterelemente mit eingebaut. Ja, hier ist der Kühlschrank mit Doppelanschlag. Das heißt, den kann ich sowohl von außen als auch von innen öffnen. Und an der Stelle natürlich genial im allgemeinen Betrieb im Wohnmobil. Das heißt, hier kann ich wirklich von allen Seiten an meine Getränke ran. Softclose-Funktion, 3 Scharniere mit eingebaut, überall Kabelkanäle und Rausfallschutz. Das heißt, so schnell kann von oben nach unten jetzt nichts rausfallen. Und da ist das Kochfeld, in dem Fall Induktion, 3 Schubladen mit Besteckkasten und viel Platz für Töpfe und so weiter und so fort. Und hier eine Besonderheit, statt einer Klappe hat man hier eine richtige Schublade mit eingebaut mit Mülltrennsystem. 2 Stück. Dort ist bei Tarbeit üblicherweise eine Klappe. Das ist auch in Softclose ausgeführt. Das ist das Induktionskochfeld, was mit eingebaut ist. Das ist hier drunter. Sandra hebt es mal gerade hoch und dieses Kochelement kann man vorne über die Klappe einfach rausziehen. Kann es draußen benutzen, kann es drinnen benutzen. Es benötigt kein Gas, aber einen Stromanschluss. So, hier ist last but not least der Spülbereich und
Der Zugang dann zum Elternschlafzimmer, der kann komplett über eine Trennwand abgetrennt werden. Auch der ist versehen mit jede Menge Schränken und Leselampen mit Touch-Funktion und viel indirekter Beleuchtung und dem Panoramafenster. Also von der Breite her sollte es kein Problem sein. Also mit einer Bettbreite von 2 Metern. Allerdings muss hier so ein bisschen der eine über den anderen hinwegsteigen. Das ist die Funktion, dass ich von innen den Laderaum dann auch beladen kann. Und das ist die Abtrennung, von der ich sprach. Also die kann einfach gezogen werden und somit kann ich den ganzen Schlafbereich dann abends komplett abtrennen und habe meinen eigenen Bereich jetzt hier drin. Tabat, PEP Pantiga 550K mit dem Kinderzimmer, das uns auch abgetrennt werden kann. Komplett, wenn die Kinder schlafen, macht man hier zu und hat gegenüber dann den Bereich für die Kids. Und der Vorhang, der kann auch in einem extra Schrank dann versteckt werden. Mir gefällt er. Es ist nur die Frage, ob das moderne Design, wie das beim Kunden ankommt, das ist aber, ich denke, wird dann der Käufer letztendlich entschieden, aber mehr Auswahl, mehr, ich sag mal, gerade Flächen, ein bisschen mehr peppiges Design. Wir werden sehen, welche Käuferschicht hier angesprochen wird. Ja, vielen Dank. Auch wenn ihr Interesse habt, also AMC Schmidt in Idar-Oberstein, Ihr Tabathändler.